Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Pionier Daniel und bei mir geht es ums Thema Goldwaschen. In diesem Video erkläre ich euch, wie das Goldwaschen Schritt für Schritt funktioniert und wie man damit erfolgreich ist. Der hier gezeigte Bach befindet sich im Bayerischen Wald, eins meiner bevorzugten Waschgebiete. Phase 1. Die Prospektion. Prospektion bedeutet im Endeffekt erkunden, ob der Boden goldhaltig ist. Bei der Prospektion kann man verschiedene Techniken anwenden. Ich verwende gerne die Technik, eine Prospektionsrinne zu stellen und diese dann anschließend mit Material zu füllen. Der Vorteil hierbei ist, dass man das Ganze nicht extra auswaschen muss, also nicht extra nochmal Eimer holen und extra das Ganze reinmachen, sondern ich kann gleich in meine Prospektionsrinne einfüllen und mir das Ergebnis in kürzester Zeit angucken und prüfen, ob an der Stelle hier eine sogenannte Goldhöfigkeit vorliegt oder ob hier nur taubes Gestein im Boden ist. Auswaschen funktioniert ziemlich einfach. Wir nehmen nur so einen Eimer. Ich habe hier so einen Falteimer dabei. Ja, der Vorteil bei diesen Silikonmatten ist, dass das Gold sehr gut dran haftet und man es wirklich sehr, sehr schnell bequem und einfach auswaschen kann. Das war's. Die Rinne ist in Windeseile wieder gestellt. Dadurch kann man natürlich viele Stellen in kurzer Zeit prüfen. Die Rinne steht wieder. Alles einmal hier rein. Und dann nehme ich immer gerne die Backup-Pfanne. Ja, hier wird die große Pfanne als Untergrund genommen. Die kleine Pfanne wird in der großen Pfanne ausgewaschen. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass wir beim Auswaschen kein Material verlieren und dieses mit nach Hause nehmen können und später einfach nochmal durchschauen können. So, das war's. Nun wird die Pfanne geschwenkt. Beim Schwenken setzt sich das leichte Material schnell ab und wird abgespült. Schweres Material bleibt zurück, inklusive Gold, und das könnt ihr gleich sehen. In den allermeisten Fällen findet man natürlich jetzt keine gewaltigen Mengen Gold. Die Flittergröße hier ist zwischen 0,1 und 0,5 mm groß in etwa. Das Vorhandensein von Gold ist somit bestätigt. Jawohl. Gold. Phase 2. Jetzt wird Gold gewonnen. Ich habe jetzt die Keen Minimax Waschrinne gestellt und werde jetzt im nächsten Schritt anfangen, in dem vorher prospektierten Bereich Gold abzubauen. Und ich zeige euch mal die Rinne. Ich habe mich sehr lange mit dem Thema Rinne beschäftigt, habe aber letztendlich mich für den Keen Minimax Highbanker entschieden. Gezeigt wird hier die Variante mit Trichter, ohne den Hopper. Anzumerken bei der Rinnenfrage ist, dass 10 Leute 11 Meinungen haben und ihr müsst euch einfach selber ein Bild drüber machen, was für euch die beste Waschrinne ist. Meine hier gezeigte Variante der Keen Waschrinne ist nicht ganz original. Ich verwende hier Mining Moos und die Silikoneinlage zusätzlich. Okay, los geht's. Die eigentliche Arbeit des Goldsuchens hat sich in den letzten 100 bis 200 Jahren im Prinzip kaum geändert. Lediglich die Waschtechnik hat sich verbessert, die eingesetzten Gitter, Fangmatten und so weiter hat sich verbessert, aber das Schaufeln ist gleich geblieben. Einziger Unterschied zu früher ist der hier eingesetzte Handpacker. Den haben die früher nicht gehabt. Jetzt werfen wir mal einen Blick unter Wasser. Schön zu sehen hier sind diese kleinen runden Steinchen, die sich überall am Bachbett befinden. Im Gegensatz zu anderen Waschgebieten lässt sich das mit diesen kleinen Steinchen deutlich einfacher auswaschen. In Ostdeutschland, in Thüringen zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele große Steine und das ist sehr schwierig, dort zu arbeiten. Und hier haben wir einfach viel mehr kleines Material und da kann man natürlich dann auch entsprechend leichter an das gesuchte Gold herankommen. Hier ein Blick in die Waschrinne rein. Man sieht schön, wie die Steinchen tanzen, aber trotzdem liegen bleiben. Dieser Umsatz nennt sich Materialaustausch und der findet hier drin wunderbar statt. Genau an dieser Stelle bräuchte man jetzt eigentlich ein Brecheisen. Da könnte man mit diesem Brecheisen wunderbar unten die Steine schnappen und anheben, um an frischen Sand ranzukommen. Habe ich aber an diesem Tag leider nicht zur Hand gehabt. Deswegen muss ich mit der Schaufel rumstochern. Das ist natürlich viel aufwendiger.
Ja, und was man an dem Bild hier wunderbar noch erkennen kann, ist, wenn man jetzt einen Spaten hätte, dann würde das Material auf dem Spaten gar nicht liegen bleiben, weil man braucht einfach dieses löffelförmige Blatt. Phase 3, der Cleanout. Jetzt beginne ich mit dem Cleanout vom Keen Minimax Highbanker. Dazu wird zunächst oben diese Flügelmutter geöffnet, die Beilegscheibe entfernt, das Streckmetallgitter herausgenommen und dann kann man im gesamten Rinnenbereich die Einsätze herausnehmen. Die werden einfach nach vorne rausgezogen und in der Waschpfanne dann im Anschluss ausgewaschen. Das Auswaschen funktioniert spielend einfach. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Waschgerät hier so gern verwende. Und der Vorteil gegenüber anderen Waschrinnen ist halt, dass ich je nach Gegebenheit, also je nach örtlicher Gegebenheit, meine Einlagen anpassen kann oder die ändern kann. Und das ist einfach der große Vorteil an diesem Gerät. Ja, von den Wascheinlagen her bietet Keen hier zwei Varianten, serienmäßig, die praktisch beim Highbanker mit dabei sind. Das eine ist der etwas höher gelegene oder ja, großformatigere Einsatz. Das ist die Miracle Mate mit diesen großen Dredge-Rippeln. Die sieht man jetzt hier unten im Bild. Das sind diese 4 größeren Rippel. Oder die kleinere Ausführung davon, das ist dann durchgängig die kleineren Rippel, die jetzt im oberen Bereich von dieser Matte zu sehen waren. Das kann man auch durchgängig einsetzen. Unterschied ist natürlich, dass bei den größeren Rippeln einfach mehr Material dahinter liegen bleibt, größeres Material dahinter liegen bleibt. Und das ist bei mir bevorzugt im Einsatz. Jetzt hier wird gerade das Original Mining Moos ausgewaschen. Das kann man zum Beispiel mit dem Handbacker hier gut ausspülen oder in so einen Eimer reinschmeißen und dann so richtig auswaschen. Ja, und jetzt kommt hier die Silikonmatte. Die kann man sehr einfach auswaschen. Ihr seht das schöne schwarze Material dran. Einfach rumdrehen, zack, reinschmeißen und fertig. Ja, und zum Schluss wird die ganze Waschrinne noch ausgespült. Das lässt sich jetzt wunderbar leicht handeln. Wer mag, kann übrigens die Waschrinne auch durch einen feinen Riefengummi ergänzen, aber wenn man den natürlich reinklebt, dann lässt sich die Waschtechnik hier deutlich schlechter rausziehen. Jetzt müssen natürlich gleich die Flügelmutter und die Beilegscheibe wieder installiert werden, weil sonst verliert man das. Das ist der einzige Schwachpunkt an dieser Rinne, dass man natürlich Sachen, die da hingeschraubt werden, dass man die verlieren kann. Da gibt es leider keine bessere Lösung dafür, also man kann das jetzt nicht irgendwie mit einem Draht sichern oder so. Das ist halt leider das Einzige, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss. Aber ansonsten, wenn man da drauf aufpasst, dann hat man absolut keine Probleme. Man kann ja auch auf Ersatz noch eins mitnehmen. Aber wenn das nicht drauf ist, dann funktioniert dann funktionieren die Einsätze drauf praktisch. Jetzt schauen wir uns mal das Auswaschen etwas genauer an. Ich verwende hier wieder eine Backup-Pfanne, die unten drunter steht. Die blaue Pfanne ist jetzt die eigentliche Waschpfanne. Das Konzentrat wird jetzt durch Schütteln verdichtet, das heißt die schweren oder großen Stücke, die wandern praktisch nach unten runter und die kleinen, feinen, nicht schweren Stücke, die kommen nach oben hoch und die können jetzt in der Pfanne durch eine leichte Schwenkbewegung hier rausgewaschen werden. Es geht ja nichts verloren davon, also selbst wenn ihr jetzt irgendwas verlieren würdet, was normalerweise nicht passiert, dann ist es in der großen Pfanne noch drin. Ich empfehle immer, das mit nach Hause zu nehmen und zu Hause einfach nochmal in die Feinwaschrinne reinzuschmeißen. Zum einen macht es Spaß und zum anderen hat man dann die Gewissheit, dass man das auch ordentlich ausgewaschen hat. Ja, in diesen Riffeln, die jetzt außen an dieser blauen Pfanne dran sind, bleibt das Gold oder die Schwermaterialien drin haften. Die sammeln sich dann unten am Pfannenboden wieder an. Durch das gleichmäßige Schütteln mit der Hand rutschen die unten in die Ecke rein und ich zeige euch jetzt hier, wie das im Feinen noch genau gemacht wird. Zuerst wieder schütteln. Durch dieses Schütteln mit ausreichend viel Wasser rutscht das schwere Material in den Rand der Pfanne rein und jetzt durch diese Schwenkbewegung bleibt das schwere Material in den Riffeln hängen. Das leichte Material sieht man, dieser Staub, der wird jetzt praktisch abgewaschen, rutscht nach vorne aus der Pfanne raus, fällt in die Backup-Pfanne rein, zurück bleibt nur noch schweres Material. Diesen
Schritt, den wiederholt man einige Male, bis am Ende etwa ein Esslöffel voll Konzentrat bleibt. Durch dieses Schütteln kommen jetzt da diese hellen Bestandteile nach oben und die kann man dann eben durch diese Bewegung abwaschen. Und zurück bleibt hier diese groben Körner und der schwarze Sand. Und man versucht immer unten in dieser angedeuteten Ecke das Ganze runter zu schütteln durch diese Bewegung hier. Dann taucht automatisch der weiße Sand auf. Und den kann ich dann hier mit so leichten Bewegungen vorsichtig abspülen. So. Das Ganze wird so lange gemacht, bis man ungefähr so 1 bis 2 Teelöffel an Konzentrat da hat. Das Ganze spült man sich dann hier in die Pfanne rein. Und dann können wir hier schwenken. Also erstmal in die Ecke reinklopfen und dann können wir sie hier schwenken. Ihr seht schon, da ist jede Menge schwarzer Sand hier oben drin. Zum Thema schwarzer Sand sei noch angemerkt, schwarzer Sand ist ein guter Indiz dafür, dass man Gold findet, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig, dass der da ist. Es gibt auch genug Stellen, wo man ohne schwarzen Sand Gold suchen kann. Aber wie gesagt, er ist ein gutes Indiz dafür, dass man auf der richtigen Spur ist. Ja, und zur Pfannenfarbe auch noch eine Anmerkung. Je nachdem wie hell es draußen ist, kann man natürlich den schwarzen Sand in der verschiedenen Pfannenfarbe besser oder schlechter erkennen. Und hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, auch wieder Körner drin. Zwar jetzt nicht groß, aber wie ich vorhin schon sagte, Kleinvieh macht auch Mist. Läppert sich am Ende des Tages zusammen. Ganz wichtig, den Rest hier nicht wegschmeißen, da ist auch noch Gold drin. Das habe ich vorhin bei dem schnellen Durchwaschen natürlich damit rausgeschwabbert. Das kann ich dann daheim machen und dann finde ich auch noch mal was dazu. Überraschenderweise habe ich auch noch jede Menge Altglas gefunden, also von einer ehemaligen Glasschmelzerei. Ich packe jetzt zusammen, hat halt auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben schönes Wetter gehabt, keinerlei Besuch hier gewesen, absolut alleine. Also die Ecke werde ich sicherlich nochmal besuchen. Genießt mein Auswaschvideo, beziehungsweise das Auswaschen, was ich danach noch zeige. Mit diesen Worten darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Bleibt gesund. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Auswaschen. Ich wünsche euch gut Gold in der Pfanne. Macht's gut. Tschüss.